Die Jahresendrallye an den Aktienmärkten hat womöglich schon begonnen. Trotz anstehender US-Wahlen ist das Momentum ungebrochen. Wir bestätigen nach sorgfältiger Abwägung unserer Inputvariablen unser Aktienmarktübergewicht. Auf der einen Seite bereiten uns die hohen Bewertungen durchaus Sorgen, insbesondere weil sie auch mit hohen Erwartungen an das Gewinnwachstum für das Jahr 2025 verknüpft sind. Auch die Stimmung ist schon fast euphorisch. Auf der anderen Seite unterstützen nach wie vor robuste Konjunkturdaten und die Aussicht auf weitere Zinssenkungen die Aktienmärkte. Unserem Aktienmarktübergewicht stellen wir aber ein Untergewicht auf der Obligationenseite gegenüber. Die Kreditrisikoprämie ist nach wie vor tief und insbesondere bei den US-Staatsanleihen bleiben wir vorsichtig, da unabhängig davon, wer Wahlsieger wird, die Staatsschulden steigen werden. Wir präferieren europäische Staatsanleihen, die weniger Dynamik sowohl beim Wachstum als auch bei den Staatsschulden aufweisen. Was haben wir konkret in unseren Portfolios angepasst? Erstens, wir kaufen bei US-Banken zu. US-Banken haben mit einem 10%igen Gewinnwachstum im dritten Quartal positiv überrascht. Und die Gewinnrevisionen waren insbesondere gegenüber dem Gesamtmarkt sehr ausgeprägt. Trotz der guten Gewinne ist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13 im Vergleich zum Gesamtmarkt der Bankensektor eher günstig bewertet. Zweitens, wir reduzieren den Schweizer Aktienmarkt auf neutral. Der SPI kommt nicht so richtig vom Fleck. Angesichts des starken Schweizer Frankens und aufgrund des defensiven Charakters bleibt der Schweizer Heimmarkt im Moment eher unattraktiv. Drittens, wir nehmen Gewinne bei den Schwellenländerobligationen mit. Bereits seit März 2022 halten wir ein Übergewicht bei Schwellenländerobligationen und konnten damit eine Outperformance von 19% erreichen. Mittlerweile nimmt das Momentum aber etwas ab, der starke Dollar belastet und auch die Zinssenkungen sind nicht mehr so stark ausgeprägt. Einzelne Länder wie sogar Brasilien müssen sogar die Zinsen wieder erhöhen. Wir nehmen deshalb einen Teil der Gewinne mit. Kommen Sie gut durch den sicherlich sehr intensiven November und bleiben Sie ausgewogen.